Das ist halt unser Leben und du kannst nicht immer auf der Sonnenseite mischen. Fleißig sein, arbeiten, Ideen entwickeln, das ist das Um und Auf. Ja, ganz witzig, weil ich war eigentlich ein fauler Mensch und durch die Aufreger meiner Frau Mutter, äh, weil der Vater immer gelästert hat, der geht nichts hackeln, was ordentliches halt, weil mein Vater war Bundesbahner und der hätte halt gern gehabt, dass ich auch zur Eisenbau gehe, wie es so schön Kassen hat. Und das hat mich natürlich nicht interessiert als Beamter und wollte was machen. Und dann las ich in einer Zeitung ein Inserat, rechte Hand des Chefs gesucht in einem Musikverlag. Und ich mir gedacht, Musik, rechte Hand des Chefs, das ist ein super Einstieg für mich. Und da habe ich dort vorgestellt und habe innerhalb 10 Minuten den Job angeboten bekommen. Und das war mein Einstieg bei Musikverlag Hochmut. Und damit begann ein sehr abenteuerliches Berufsleben für mich. Da bin ich ehrlich, das gibt's noch nicht. Ich habe so viele Highlights gehabt, aber ich weiß, es gibt eins, das kommt. Und das werde ich jetzt machen. Jetzt habe ich einen tollen Anlass dazu. Ich feiere heuer quasi symbolisch 30 Jahre Eintragung ins Guinness-Buch der Rekorde, nämlich die zweite Eintragung. Die erste ist 32 Jahre. Und das sind Werke gewesen, wo der Text von Rudi Nemecek, Minisex, gekommen ist und die Musik von Christian Kolonovic. Und wir haben damals mittels einer Österreich-Tournee zigtausende Menschen mit Finale auf der Donauinsel zusammengebracht und haben tatsächlich die Eintragung geschafft. Und jetzt, im 2024er Jahr, werde ich das noch einmal toppen, fahr wieder herum, Text wird aktualisiert, weil es ist noch schlimmer geworden, das ist die tragische Aktualisierung. Und wir werden noch mehr Menschen zusammenbringen, weil jetzt hat jeder schon wirklich am Bammel, wie es mit unserer schönen Welt, mit unserem Planet Erde weitergehen soll. Und wir können nur wachrufen. Und ich finde, mit Musik kann man Messages sehr gut verbreiten, wie wir wissen. Und es soll uns nichts Besseres passieren, dass wir eine Nummer 1 werden. Und ich glaube, dass das eigentlich jedem sein Anliegen sein sollte, ein bisschen was für die nächsten Generationen zu machen. Am leichtesten, am liebsten, aber da muss ich gleich dazu sagen, da geht es nicht nur um Arbeiten, sondern den verehre ich, ist der Christian Kolonovic, weil wir haben uns kennengelernt, haben wir uns beim ersten Treffen ein Viertel Wein auf 2 Achteln teilt, weil es uns beiden nicht finanziell so gut noch gegangen ist, aber wir haben schon über Geschäfte geredet und das war ganz spannend. Und der Einstieg war für mich prägnant, weil ich schon erkannt habe, was der für Ausstrahlung hat und dass das ein Künstler ist. Und das hat mich immer fasziniert. Ich wollte immer mit und für Künstler tätig sein. Und dann war ich verhältnismäßig rasch selber kreativ, weil ich gemerkt habe, ja, ich habe gute Ideen. Und wenn ich das mit der entsprechenden Person umsetze, sprich Künstler, dann kann das was werden. Und da sind gleich die ersten Erfolge aber reihenweise marschiert. Ich habe begonnen, es ist so gut wie alle. Also ich meine, er lebt zwar leider auch nicht mehr, der Horst, der Schmäler, aber ich meine, eine Gruppen sind jetzt vor kennenzulernen, wo man der Trompeter dann sagt, ich schreibe eigentlich Wiener Lieder und ich singe da was vor, einer hat immer das Bummel, das ist schon genial. Oder bei der Zehner Marie beim Heirigen sitzen und einen Akkordeonspieler kennenlernen namens Karl Hodiner, der dort Vogel am Baum vorsingt. Also das sind schon Highlights. Das ist ein Glücksfall gewesen. Und ich glaube, das ist alles schicksalsbedingt. Das war gewünscht. Ich habe es erkannt, habe es ergriffen. Und dann ist es rasant losgegangen, weil dann hat mich interessiert die Volksmusikszene noch.
Und aus Wachauer Dorfmusikanten mit dem Leadsänger Michi Thaler habe ich gemacht die Wolfgang Lindner Band. Ich habe gemacht aus einem wirklich absoluten jungen Buben, den Kurt Elsasser, so quasi symbolisch einen Mutterliebling, der dann natürlich Mama auch gesungen hat. Oder ich war in Radio Oberösterreich, wo der Moderator Karl Molk gesagt hat, Herbert, ich habe eine Nummer geschrieben, die heißt Servus für Gott und auf Wiedersehen. Und das war dann eine der meistgespieltesten Nummern durch die Sendung Musikantenstall. Also das geht von bis. Aber mir hat immer fasziniert, mit der Musik und mit den Texten was Spannendes den Menschen zu bieten. Und darum habe ich mir die skurrilsten Ideen einfallen lassen. Das fängt an bei der Schachner, der damals der Top-Fußballer in Österreich war, in St. Michael im Wirtshaus gesagt hat, du, ich gehe in kein Studio, aber im Wirtshaus kannst du kommen, da kannst du mich aufnehmen. Und da haben wir dann wirklich ein Lied aufgenommen, was durch die Medien gegangen ist und Nummer 1 geworden ist. Und da habe ich fortgesetzt. Das ist dann mit dem Hans Krankl weitergegangen. Ja, die Sportszene war halt damals für mich sehr dominant, obwohl es natürlich skurrile Sachen gegeben hat und teilweise auch peinliche. Und ein Teamchef, der damals war, gesagt hat, nein, meine Fußballer singen nicht, die sollen Fußball spielen. Aber bei den Fußballern war zum Glück der Toni Polster, der der Sprecher war und gesagt hat, na, wir singen. Und die sind im Studio gestanden und haben brav gesungen. Und das war toll, das war unterhaltsam. Und dann, wissen wir haben wir alle irgendwann einmal das Mikrofon ergriffen. Und beim Hans Krankl, der Genialste war, der ja dann bei Kottans Kapelle mitgewirkt hat. Also das waren schon ganz, ganz tolle Sachen. Die Szene generell, ich glaube, man muss so sehen, ich komme ja vom Verlagswesen. Das heißt, ich bin der Manager des Copyrights. Und da war ich immer stolz, warum? Weil ein Copyright ruft dich nicht um Mitternacht an und sagt, was ist mit einem Auftritt, so wie der Künstler. Und freut sich aber trotzdem, wenn es im Radio gespielt wird, weil dann bringt es ja Geld. Und das hat mich fasziniert und darum habe ich mich mehr auf das konzentriert, Copyrights zu managen. Und dann habe ich durch meinen väterlichen Freund und Förderer Hans Bayerlein angeboten bekommen, ich soll in Österreich für ihn die Vertretung machen. Und das habe ich sofort ergriffen, weil ich erkannt habe, was da in dem Katalog alles drin ist. Ich rede gar nicht von den Franzosen, Mort Schumann, Jacques Brel, Gilbert Bécaud, aber vor allem Udo Jürgens und einiges andere mehr. Und das hat mich natürlich am Anfang, war das sehr hilfreich. Aber ich natürlich wieder mit meiner Unruhe habe ich gleich gesucht nach neuen Ideen, die ich umsetzen kann. Und dann ist rasant gegangen. Ich war häufiger Gast, weil laut Berufsbezeichnung war ich in dem Verlag Propagandist. Sehr spannend, stand auch auf meiner Visitenkarte. Und meine Aufgabe war es, Musiknoten zu den Musikern zu bringen, damit die Lieder spielen können und in die Liste der AKM eintragen, weil davon lebt der Musikverlag auch und die Autoren. Und da habe ich natürlich genialerweise alle Lokale besuchen dürfen. Sehr gern war ich im Moulin Rouge. Da saßen die Musiker, da war legendär, der Ritchie Österreich hat immer gesagt, setz dich nicht mir her, weil jetzt kommt gleich eine ganz besonders hübsche. Und da durfte ich beim Strip auch dabei sein. Das war spannend, weil es nichts kostet. War aber auch natürlich auf Einladung des Werner Schimanko sehr oft in der Edenbar. Und dort lernte ich den Franco Andolfo kennen. Und er hat in seiner damals, wie immer, schlechten deutschen Aussprache gesagt, Herbert, müssen wir machen Schlager, müssen wir Nummer 1 Hit machen. Und den machten wir. Wir haben produziert die Nummer Ciao Amici Ciao. Und es war ganz, ganz witzig, wie das alles entstanden ist. Und das ging seinen Weg nach Kärnten, nach Velden. Und der Franco war im Sommer in Velden und sagt, Herbert, musst kommen, singt Schirche hinter der Plade, hinter der Musikkapelle, weil die haben keinen Musiker gefunden. Und dann haben sie halt genommen, was sie gekriegt haben. Und das war eben eine Sängerin, eine sehr wuchtige, aber mit einer genialen Stimme. Und die war mir von Haus aus sympathisch und ich bin hingegangen und habe sie eingeladen auf ein paar Gespritzte. Es wurden dann sage und schreibe 40 Gespritzte und
dann haben wir uns gegenseitig schon umarmt und festgestellt, wir könnten was miteinander umsetzen. Schlicht, ich habe gesagt, ich möchte es berühmt machen. Ich ermögliche hier einen Start in die Karriere. Und da haben wir lange über Namen nachgedacht, weil die Band, die es gespielt hat, hat geheißen Four Jacks. Und ich habe gesagt, das ist natürlich für ein Mädel damals schon der Gender-Wahnsinn begonnen. Für ein Mädel habe ich gesagt, geht das nicht? Sage ich, wie heißt du bürgerlich? Ne? Ich bin der Steffi Werger. Und da habe ich gesagt, na, dann heißt ab sofort Stefanie Werger und du singst deine eigenen Lieder. Und habe aufgrund meiner tollen Netzwerkmöglichkeiten den Wolfgang Arming von der Polydor, hat es damals noch geheißen, muss aufpassen, weil die haben sich ja 3 Mal umgetauft, aber damals war es noch Polydor. Und den habe ich das vorgespielt und der hat gesagt, die Frau möchte ich haben, die Stimme müssen wir bei uns produzieren, und hat ein Budget, ein gigantisches, damals von 700.000 Schilling genehmigt. Und ich habe mir das Team zusammengestellt um den Peter Müller herum, im Soundmill-Studio. Und spontan ist mir eingefallen, zu der Stimme brauchen die Texte, das kann nur von ankommen, das ist der Josie Prokopetz. Und da habe ich es angerufen und sie ist mit der Four Jacks Partie herumgezogen. Ambulant war es dann an Rottach-Egern am Tegernsee, im Nummer 1 Hotel. Da habe ich es angerufen, ich komme jetzt mit dem Ambros-Texter, Josie Prokopetz, weil wir wollen mit dir Demos aufnehmen. Und da sind wir aufgefahren und sie kam am Tisch und es war irgendwie gleich, habe ich gemerkt, das wird ein super Produktionsteam. Und in der Nacht haben wir, sage und schreibe, 12 Demos aufgenommen. Der Josie an der Gitarre nur. Und sie hat gesungen. Vom Blatt die Texte von ihm. Und mit der bin ich gefahren, mit der Kassetten bin ich gefahren zum Herrn Arming. Und der hat damals gesagt, Herbert, den muss ich haben. Und 2 Tage später kriege ich ein Packerl Glanz, auch wieder mit einer Kassette aus Graz von der Steffi Werger. Herbert, auch ich kann texten und komponieren. Und ich habe mir das angehört, mit meinen Brüdern damals, und habe gesagt, entschieden, 2 Titel von Prokopetz fallen raus. Das sind die Hits. Und der eine war eben Die nächste bin ich. So hat auch dann die erste Langspielplatte geheißen. Und der zweite war Ich will dich spüren, was ja dann tatsächlich der absolute Nummer 1. Hit von ihr geworden ist. Ja, das war das Thema, wie sich sowas entwickeln kann. Und das hat mich halt fasziniert, weil da ist ein Schritt weitergegangen. Zwar war ich immer noch der Manager des Copyrights, aber ich habe die Künstlerin dazu mitgekriegt. Und das ist natürlich ein Idealfall. Ne? Aber ich war natürlich umtriebig genug, habe endlos lang weitergesucht, gemacht, immer um Ideen bemüht. Und dann habe ich einen wirklich lieben Freund gebeten, der war damals Marketingchef bei den Austria Tabakwerken. Da habe ich gesagt, weißt du was, ihr macht so viel Werbung, Austria Tabak, ihr habt Marken, aber ihr nutzt die Marken nicht mehrfach. Und durfte ihm vorschlagen, das Konzept mit einem Label für Künstler, für Talente, was auch immer. Und da haben wir gegründet miteinander das Johnny Music Label. Und haben dort reingehauen, was noch gegangen ist. Und auf diesem Weg habe ich kennengelernt, in meinen Stammlokalen, vor allem in Ahns, im Cognito von Carlo Para, habe ich kennengelernt, urviel Musiker, Musikanten. Und jeder hat mir auch gesagt, ich habe gehört, du machst so viel und du hast ein Label. Und dann entstanden halt so Leute wie Rucki Zucki Palme kommt, Ronny Urini, ganz wichtig, war damals ein Held für mich. Also das heißt, ich habe eigentlich sehr viel nächtens gearbeitet. Es war unterhaltsam, es war heftig manchmal, anstrengend. Aber es ist meistens was daraus entstanden, weil ich habe es wirklich durchgezogen. Also ich habe nicht nur geredet, sondern ich habe am nächsten Tag an dieser Sache gearbeitet. Und da haben sich natürlich ein paar Erfolge herauskristallisiert. Das war sehr, sehr spannend. Ich habe meine Erfolge nicht nur in der Stadt Wien gehabt, sondern ich bin sehr viel in die Bundesländer gewesen.
und es gab vor allem in der Steiermark sehr viele Kontakte von mir, gute, auch in Oberösterreich. Und in Oberösterreich lernte ich kennen, der hat damals eine Boutique geführt, an Hansi Kreuzmeier. Und der hat gesagt, der hat einen Haberer, der heißt Grasnitzer Sepp. Und da haben wir gemeint, also da brauchen wir aber einen spannenden Namen für ein Pop-Duo. Und tatsächlich ist dann entschieden worden, die Wahl gefallen auf Waterloo and Robinson. Und die erste Nummer war noch gar nicht so ein Erfolg, die hat geheißen Lillys Haus, war aber schon in der sogenannten Eva-Maria Kaiser-Hitparade, war das schon ein Achtungserfolg. Und dann kam der legendäre Kontakt mit dem Christian Kolonowitz zustande, wo der Christian gesagt hat, ich mache in Frankfurt eine Nummer und da brauche ich die Stimme vom Kreuzmeier Hansi. Und das ist dann das berühmte Hollywood geworden. Mhm. Und aus dem ist die Karriere eigentlich losgegangen von den beiden. Weil da hat Ö3 eine lustige Geschichte gemacht. Wir spielen euch jetzt was vor und der Wettbewerb heißt, sind das die Everly Brothers, ist das Simon & Garfunkel oder sind das zwei Österreicher? Und damit war am nächsten Tag klar, waren auf einmal 50.000 Langspielplatten weg. Damals war das noch die Amadeo, ganz witzig, Atomlabel hat das geheißen, das war ein Unterlabel nur für junge Talente. Und ja, dann weiß man es eh, die haben dann ihren Erfolg gemacht, das ist dann eigentlich europaweit losgegangen. Ich finde halt nur, es sind andere, die auch riesig erfolgreich waren, vielleicht nicht so in den Verkaufszahlen, aber in der Aufmerksamkeit und die hätten es auch verdient. Also ich habe leidenschaftlich gern gearbeitet mit die Linzer, mit die Ila Gregg. Da haben wir was Legendäres gehabt in der Votivkirche in Wien. Da war die Bergpredigt, wurde dort aufgeführt von denen. Und das war ganz witzig, weil da sind die Bofler, ist der Beichtschütze angebrochen. Also das waren so nebenbei Anfänge der österreichischen Popmusik, die eigentlich sehr amüsant waren. Aber das waren geniale Musiker und mit Willi Orthofer habe ich dann auch noch einmal einen Hit produziert über die Stadt Linz. Und leider sind von Ila Gregg heute auch nur mehr zwei am Leben. Und das ist ja auch eine Tragödie in dieser langen Zeit, wo ich da tätig bin und auch weiter bleiben werde, solange es geht, dass viele natürlich vorausgehen. Und da werden Riesen, da klafft dann etwas, zwischenmenschlich natürlich und vor allem künstlerisch fehlt halt dann sehr viel. Und darum erwähne ich solche Gruppen auch, weil ganz einfach die schon Highlights gesetzt haben. Und eine der ganz legendären, das war noch in die Anfang oder Ende der 60er, war die Worried Man Skiffle Group um einen Jana der Bauer, um einen Herbert Jana da herum. Der hat eine Nummer geschrieben, meine Freunde sind die Bauern damals schon. Und das waren die ersten Österreicher, die in einer deutschen TV-Hauptabendshow Wünsch dir was auftreten sind und gesungen haben. Damals, das muss man sich vorstellen, zig Jahrzehnte zurück, der Mensch ist eine Sau. Und haben das Müllproblem in dem Werk, so wie vieles andere, die haben sehr kritische Texte gehabt. Also das heißt, es gibt so viel zum Erzählen, das ist, und ich möchte ein paar halt in Erinnerung halten, das ist es. Natürlich erwähne ich meinen Lieblingskünstler Edi Finger gern, nicht nur, weil wir 78 wirklich die Deutschen nach 40 Jahren geschlagen haben wieder einmal bei einem Ländermatch, aber die legendäre Aussage, ich wär narrisch, habe ich auf Schallplatte pressen lassen und wir haben 100.000 Schallplatten verkauft. Wir waren sogar eingeladen nach Deutschland, weil der deutsche Fernsehsender gesagt hat, Radiosender, gesagt hat, es ist so genial, ich schalte rüber zum österreichischen Kollegen, hören Sie sich diese Verrücktheit an. Und die haben uns dann eingeladen mit der Schallplatten, dass wir die präsentieren. In München waren wir eingeladen.
Also das war schon sehr abenteuerlich. Und mit Edi habe ich dann noch 2 weitere gemacht für Wiener Fußballvereine und dann zum Jubiläum das Wiener Stadion, wo er immer seine Kommentare, die ja wirklich lustig waren, kabarettreif, weil in einem Radioding zu sagen, das Tor, wir spielen jetzt Österreich, spielt in dem Tor, das dem Prater näher ist. Jetzt erklären wir dem Vorarlberger, dass er weiß, wie das Stadion steht, damit er weiß, das Tor ist das. Also das war ihm aber alles wichtig. Also er hat versucht, das immer kabarettistisch seine Kommentare zu versehen. In der Folge ist es auch dann teilweise dem Jungen gelungen, dem Sohn, dem Junior, wie er sich getauft hat. Und mit dem habe ich dann auch die legendäre 100 Jahre Rapid-Produktion gemacht. Und die bleibt mir halt ewig in Erinnerung. Als Grün-Fan erinnert man sich gern. Ja, und das lässt sich dann natürlich weiter fortsetzen. Das springt dann sehr, sehr rasch, als der Christian Kolonowitsch zu mir sagt, ja, wir haben jetzt eine Produktion mit einem deutschen Label, Dino Music. Die Wiener Symphoniker spielen Rockklassik. Und das Ganze wurde getauft VSOP, Vienna Symphonic Orchestra Project. Und ich war damals der das auf den Wiener Rathausplatz platziert hat, weil ich habe mich sehr gut mit dem Helmut Zilk verstanden, damals Bürgermeister, der gesagt hat, ich will das in Wien haben, bevor wir eben 3 Wochen in Japan auf Tournee waren. Also das war schon ein absolutes Highlight. Im Chor damals ein Riesenchor war der Arnold Schönberg Chor, die Rockband war da und es war ja 60.000 Leute, es war gewaltig, es war beeindruckend. Und das ist halt für einen, der in der Musikbranche arbeitet, eine Bestätigung, dass ich eigentlich ganz richtig clean bin. Ja, die traurigsten Momente, ja, natürlich trauriger Moment selber an sich war die Idee von Verrückten, die Hainburger Au zum Wasserkraftwerk zu machen. Und wir haben damals ein Ensemble gegründet und der ORF hat eine Riesengeschichte daraus gemacht, Naturfreikaufen. Und auch er ist schon nicht mehr unter uns, leider. Der Frank Hoffmann hat mir indianische Texte gelesen und ich habe mit Jugendlichen aufgenommen Lieder zum Thema eben, dass man ganz einfach die Natur schützt. Und tatsächlich ist es gelungen, dem ORF mit dieser Sendung 60 Millionen Schilling zusammenzubringen in einer Nacht. Und damit wurde die Au wirklich freigekauft. Da war noch die Frieda Messner-Blauer, dann war der Nenning, Günther Nenning war noch dabei. Also das waren so Helden, die das damals mitgetragen, mitverteidigt haben. Und da haben wir gern mitgetan. Also das war der traurige Moment, dass die Absicht war. Aber der positive war wieder, Musik kann mit beitragen, dass was gerettet wird. Sonst natürlich absolut traurig war die minimalen Aufführungen im österreichischen Rundfunk für österreichische Künstler. Es war immer Tragödie. Da gab es legendäre Geschichten, dass der Ambros, der Falco, der Wurscht, die ganze Szenerie hat sich natürlich beschwert, aber das hat nicht viel genutzt, weil es wurde eigentlich der Anteil für ausländische Musik forciert und beibehalten. Und man hat nie daran gedacht, dass der österreichische Künstler, der österreichische Musiker sein Geld ja auch wieder da ausgibt und das im Land bleibt. Und in Wirklichkeit sind aber 70% in alle Welt gegangen. Mag sein, dass das verdient ist, dass die Beatles in Österreich auch viel Geld verdienen müssen, aber ich hätte halt mehr, oder wir alle hätten uns mehr gewünscht, dass die mehr Österreicher gespielt hätten, weil das hätte dem Land sehr viel mehr gebracht. Und immer wieder waren Highlights da und dank der Texte Prokopetz, Ambros Aufführungen, Fendrich, SDS, ERV, also da sind ein paar dann von selber hochgekommen. Da hat der Aufführer müssen sagen, ich spiele das, weil das wird schon im Ausland gespielt. Also das gehört zu den traurigen Momenten. Aber die endeten lustigerweise
wie ich jetzt sage, immer im Positiven, dass sie die alle durchgesetzt haben, weil es gut waren. Und I'm from Austria ist eigentlich die viel größere Hymne heute noch. Und die wird von Jugendlichen in Diskotheken um 0 Uhr gesungen, wenn Schlussnummer ist. Das ist ganz einfach ein Highlight. Das gehört halt her. Lustig war zum Beispiel, als ich mit dem Wilfried Scheitz mal ausgemacht habe, wir machen eine Alkoholpause und wir ziehen trotzdem am Abend halt durch die Lokale. Und dann kamen wir in unser Stammlokal ins Inkognito und der Carlos sagt, Burschen, was kriegt's? Und wir haben gesagt, ein Mineral. Und er hat gesagt, nee, dann könnt ihr aber gehen, weil ich schenke kein Mineral aus. Und hat vor lauter Zungen die Kaffeemaschine ausgerissen, weil er gesagt hat, Kaffee gibt es auch keinen. Also das war, finde ich, für ein Szenelokal ein absolut lustiges Highlight. Noch dazu, weil die Maschine gab es nie mehr. Er hat nie mehr einen Kaffee ausgeschenkt und das hat sich keiner mehr bestellen traut. Also das war zum Beispiel lustig. Aber lustig war es, ich war mit dem Eberhard Forcher, waren wir auf einer Tour, das habe ich gemacht für die Verbundgesellschaft, das hat geheißen Ö3 H2O, haben wir einen Club gegründet und unsere Aufgabe war, das Thema, die Ressource Wasser hervorzuheben, wie wichtig die ist für unser Leben und wie wir aufpassen sollen drauf. Und da haben wir gehabt einen sogenannten Ö3-Treff, ganz hoch am Berg und in Tirol. Und da hätte sie hingekommen, die Technik, und die ist nicht gekommen. Und der Eberhard, wir haben gemerkt, die Leute könnten ja besser werden jetzt, weil die haben sich ja gefreut, dass wir kommen. Und der Eberhard hat meines das Beste daraus gemacht, hat sich so einen Filzhut, einen Tiroler Hut aufgesetzt. In der Kuchel im Buffet ist gestanden ein uralt Philips-Plattenspieler. Und er hat ein paar Platten mitgehabt, die er ausgesucht hat vorher für das sogenannte Programm. Und hat dort Schallplatten ausgelegt auf einen uralten Philips mit dem Filzhut drauf. Und das war der Ö3-Nachmittag. Also besser geht's nicht, aber lustiger auch nicht. Also das war schon sehr ein Erlebnis, muss ich schon sagen. Aber es gibt, wie gesagt, urviel, das ist eh klar. Wenn man mit Musikern, Künstlern unterwegs ist, passiert immer was Lustiges. Weil sonst war es ja fad. Eines Abends im Inkognito, weil das war ja mein Stammhitten, stand dort eine wirklich sehr attraktive Ding und Carlos sagt, erst kannst du die anhören, die singt, das ist eine Sängerin. Und sage ich, ja, ich komme hin und sie war da, ich war auch da, sie gab mir eine Kassette und ich habe mir es gleich im Auto angehört, vor dem Lokal, und habe gleich gesagt, super, Vertrag. Und 2 Tage später ruft sie mir an und sagt, bitte zerreiß den Vertrag, ich darf keinen haben, weil sonst kriege ich die Hauptdrehen bei Cats nicht. Grisabella. Habe ich natürlich zerrissen, ist eh klar, da tut man ja mit. Außerdem haben wir noch gar nichts begonnen. Ich habe ja nur ihre Demos gehabt. Ne? Aber das muss man sich alles einmal vorstellen. Das passiert so nächtens, nebenbei, wenn man sich für das interessiert. Ne? Und so haben sie auch Ensembles ja zusammenstellen lassen durch mich. Ich habe manchmal nicht nur den Namen erfunden für das Ensemble, sondern ich habe auch Musikanten zusammengebracht. Und dann haben wir gegründet halt. Ne? Oder wer weiß denn heute, dass in der allerersten ERV-Formation ein gewisser Gerd Steinbecker mit dabei war, ein Mario Potazzi. Die sind ja dann ausgestiegen. Ne? Oder der Leadsänger von der allerersten ERV war ein gewisser Wilfried Scheitz. Seine Frau Marina Tatic war dabei im Ensemble, weil die waren ja 12 Leute. Und der Spitzer war immer der Head, aber der hat mir einmal angerufen und gesagt, Herbert, komm runter, der Wilfried ist er weg, wir haben einen neuen Skilehrer, da wirst du dich anhören, der ist urlustig. Klaus Eberhardinger. Also das lässt sich, darum sage ich ja, das lässt sich ewig fortsetzen. Ne? Das ist, oder im Metropol auf der Bühne Spinning Wheel, sagt kein was, aber der Bassist hat gesagt, Burschen, geht's mir am Arsch, ich wäre mal Weltstar. Ein gewisser Herr Hölzl. Ne? Das ist
aber das erlebst alles mit. Und meistens dann nachher im Lokal setze ich das fort, da unterhaltst du dann miteinander und dann erfährst du ein bisschen was Menschliches über die Leute. Und dann kann ich entscheiden und sagen, ja, ich habe eine Idee, machen wir was miteinander. Und so haben es auch andere gemacht. Also ich meine, ich war in ganz den Anfängen, war ich im Überlegen, gemeinsam mit Herbert Fechter und Karl Scheibmeier ein gemeinsames Ding zu machen. Aber dann habe ich gemerkt, das geht für mich nicht. Ich kann mich nicht dritteln und kann nicht meinen kleinen Anteil durchsetzen versuchen gegen die zwei, die auch dominant waren. Und dann später, wie man wusste oder wie man weiß, die das sehr erfolgreich gemacht haben. Ne? Aber ich habe halt immer das wollen machen, wo ich die Seele mitgespielt habe, wo die Empathie war wichtig für mich, Sympathie sowieso auch, aber ich mag die Leute. Und mit denen tue ich teilweise heute noch. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich mich heute noch treffe mit dem Rudi Nemetschek. Ich meine, wir haben erst vor 2 Jahren was Neues produziert sogar miteinander. Aber kennen wir uns seit 4 Jahrzehnten. Oder eben jetzt plane ich gerade mit Christian Kolonowitz einen Anlauf für einen neuerlichen Weltrekord für Mutter Erde. Und allein das Reden vorher, schon das Planen, die Ideen austauschen, das ist so erfüllend, das löst Glücksgefühle aus. Und wenn man das Gefühl hat, da finden Sie zwar solche, die die Energie zusammenhauen, dann kann das eigentlich nur Erfolg werden. Man muss nur daran glauben, A, und B, man muss das Können haben. Und das hat der Christian eindeutig, weil er ganz einfach ein Genie ist. Das nehmen noch immer die wenigsten wahr. Und er ist dazu viel zu bescheiden, er braucht das auch nicht, weil er ist ja glücklich mit seiner Arbeit, mit seiner Tätigkeit. Aber wenn man schaut, ich meine, mit dem sein Alter jetzt, mit einer jungen Partie, Kammer und Crockett, oder jetzt den Erfolg vom letzten Jahr mit Seiler und Speer, oder für Red Bull die Symphoniknächte zu produzieren, also das ist schon, das nimmt niemand wahr, weil denen Leuten, wir sind leider die Gesellschaft verroht, eindeutig, und wir bekennen uns nicht mehr zum Genuss, zum echten, zum Hörgenuss. Das geht alles schnell, weil das wird alles gestreamt und keiner setzt sich hin. Wer setzt sich heute noch zu einem Plattenspieler mit einem guten Wein und hört sich eine Schallplatten an und legt das auf und genießt das? Nein, muss alles schnell gehen und reinhorchen und am besten nur einen Titel und dann hupfen wir zum nächsten. Das rast und da ist kein Genuss mehr. Das ist so eine Konsumation, aber am schnellsten Weg, am hektischsten Weg, und darum verroht die ganze Gesellschaft. Also ich bin ja froh, dass in der Klassik das ein bisschen langsamer geht, weil da sind noch Zusprüche zu erkennen. Ich arbeite ja mit ein paar sehr guten Leuten zusammen in diesem Bereich und da merkt man das auch ganz anderes Tempo drinnen und eine ganz andere Liebe zum Schaffen der Musik, zum Musikschaffen. Das ist ganz wichtig. So, ich arbeite ja gern mit der Blasmusikjugend, weil das ist auch ein Bildungsauftrag sowieso, aber der kleinste Geschraubt fängt mit der Querflöten an, mit der Blockflöten und wächst dann eine in einer Blasmusikkapelle, aber die haben eine ganz andere Harmonie miteinander im Umgang und da entstehen auch Werke. Nur es ist halt, Blasmusik hat einen antiquierten, das antiquierte Name. Wir haben es einmal probiert, das als Wind Music zu nennen. Aber das haben wir dann wieder abgeschafft, weil es nicht wirklich leibend angekommen ist. Und jetzt machen wir den Wind mit anderen Mitteln. Aber das ist noch etwas, ein Bereich, der mir sehr am Herzen liegt, weil der Jugend zu helfen, eine Basis zu geben. Ich bin im letzten Abschnitt meines Lebens und ich kann noch viel abtreten, damit das erhalten bleibt. Weitergeben, ein Netzwerk öffnen womöglich oder Chancen eben zu geben, dass Jugendliche sich auch durchsetzen können. Netzwerk, ich nenne es gar nicht Netzwerk, das waren eigentlich fast Freundschaften immer. Ich habe mich gleich in die Leute hineinversetzt, bin sympathisch umgekommen scheinbar, die sind mir sympathisch gewesen
Und dann hat einer gesagt, ja, die kennt aber eben, wenn das Netzwerk aufbauen ist, dann funktioniert so, dass einer, wem kennt, weiterreicht, Mundpropaganda. Mehr kann ich nicht sagen. Oder eben du hast den Erfolg, die Medien berichten und einer sagt, ja, zu dem gehe ich hin. Weil natürlich haben mich viele Leute angesprochen, könntest für mich auch was tun. Und wenn ich merke, da ist was Eisiges dazwischen, dann lasse ich das lieber. Weil es muss Herzblut dabei sein, es muss Feuer spürbar sein und ich muss die Leute mitreißen können, mit meiner Überzeugung. Und dann ist auch der Künstler zu sehen. Das ist ja wie bei einem Trainer in einer Fußballmannschaft. Wenn der das Feuer nicht mehr hat, steigst du an. Und wenn er das Feuer hat, gewinnst du die Champions League. Gibt es eigentlich nicht. Erstens einmal bin ich generell ein Mensch, der jedem den größten Erfolg wünscht, egal wie er ihn erreicht. Weil wir brauchen alle miteinander Erfolg, weil jeder irgendwo partizipiert, jeder irgendwann vom anderen. Ich sage immer so, wenn du da lokal aufmachst und daneben macht noch eins auf, wo Tauben sind, fliegen Tauben zu. Also es pusht alle miteinander. Wichtig ist nur, dass halt viele an das glauben, was sie machen, aber dass ich sage, ich habe mit Leuten geredet und nein, das gibt's nicht. Ich durfte auch für oder mit Franz Mohrer arbeiten und der hat ja auch denkbar schwierige Texte gehabt, schwer verständliche teilweise, war aber ein absoluter Star, ein Burgtheater-Schauspieler, auch noch dazu. Und der hat dann eigentlich, wo ich quasi nicht mehr für ihn tätig war, den größeren Erfolg noch gehabt, aber das hat mich total gefreut. Weil, wie gesagt, wenn ein Talent da ist und schießt nicht gleich an die Spitze und bei der nächsten Station wird es dann einer, bist du ja unmittelbar irgendwo auch mit verantwortlich gewesen. Und mit dem kann ich ganz gut umgehen und dort leben. Aber richtig kann ich nicht sagen, dass ich, wie gesagt, ich habe mich gut verstanden mit dem Steinbecker. Da gab es SDS noch gar nicht. Und habe mich aber gefreut, wie SDS losmarschiert ist. Ne? Ja, eigentlich VSOP. Durch die Japan-Tour. Dann natürlich die Schlussnummer vom Musikantenstadl, weil das haben die ganze Welt sagen, Servus, Pfiat Gott und auf Wiedersehen. Und da war ja der Verleger auch. Aber ja, mir war das auch nicht wirklich vordergründig immer wichtig. Ich habe mein Auskommen gehabt. Manchmal ist es halt weniger, hat man mehr investiert, als was man ausgekriegt hat. Aber dann ist bei einer anderen Sache wieder ein bisschen mehr reingekommen. Ich meine, die Urmarie kannst du nur machen, wenn du der amerikanische Copyright startest, weil das eine Vervielfachung kriegt, die wir nie erreichen hier. Aber wenn du da Klick hast, kann natürlich eine Nummer, so wie, da bleibe ich bei der SDS, Fürstenfeld zum Oktoberfest wird das natürlich schon ein Renner. Und heute kann ich nicht mitreden, heutzutage mehr, oder will ich nicht mitreden, weil da wird ja alles nur mehr gemessen mit den Klicks, wie viel du hast, und Downloads. Und da haben wir halt auch wieder die Amis weite Vorsprünge, weil auch nicht zu reden von so Größenordnungen wie Taylor Swift. Ne? Das sind ja zig Millionen. Und ja, weil es wird wahrgenommen. Aber sagen wir, Ähnliches aus Österreich geht nicht. Es gibt keine Chance. Ne? Woran das immer liegt. Aber ich merke es ja auch jetzt mit den Podcasts. Es gibt so viel, so wie man mal ausgesagt, wie viel es überhaupt gibt. Es ist enorm. Nur ein paar hassen halt so, aber es sind eigentlich nichts. Und das stört mich halt, weil darum kann man keine Werte anlegen. Man kann nichts messen. Es ist nichts mehr messbar. Ein Hit, was ist ein Hit? In der Volksmusik gibt es so viele Hits. Ich meine, wir haben verkauft 300.000 von Casamandeln, ein Abend auf der Heidi. 300.000 Schallplatten. Das muss man sich mal vorstellen.
Ist das ein Hit? Fraglich. Ne? Und vor allem kann man sich ja total verschätzen. Nicht? Also wir haben von der ersten Werger, habe ich gesagt, Minimum 50.000. Mein Bruder hat gesagt 10.000, verkauft haben wir 7.000. Aber die zweite von der Werger hat verkauft 70.000. Also man weiß auch nie, wann es losmarschiert. Ne? Es braucht also ein bisschen Zeit. Und dann natürlich, am Anfang habe ich in die Promotion eingebaut, teilweise auch Auftritte. Und da haben wir zum Beispiel Steffi Werger und ich waren in Hallein. Und wir haben uns gedacht, naja, die werden uns schon angekündigt haben. Und sind wir in die Disco gekommen, sind 5 Leute gesessen. Und sie hat gesagt, ja, die singt trotzdem. Ist rausgegangen vor die 5, hat das Programm runter und hat gesagt, wisst ihr was, wenn ich wiederkomme, sind wir 1000. Und wir waren ein Dreivierteljahr später, haben wir 3000 gehabt. Du kannst manche Dinge nicht richtig einschätzen in der Branche. Es explodiert, manches gar nicht oder manches gleich. Aber die Medien sind halt sehr wichtig und darum kann ich das nicht oft genug betonen. Jeder Sender sollte eigentlich einräumen ein Eck, wo er sagt, ich spiele österreichische Musik, das Geld bleibt da, AKM freut sich, die LSG freut sich, die Künstler freuen sich, die Autoren freuen sich, es hängen so viele Leute drauf, da hängen Tonstudios drauf, der Reporter, der Journalist, ist ja viel einfacher, wenn er einen Bericht da machen muss, als wenn er nach Montreal oder nach Cannes. Also das sind Dinge, die ein bisschen beanstande. Aber sonst, es ist eine lustige Branche, es ist faszinierend teilweise, weil es gute Leute gibt, sehr originelle. Und jetzt ist halt auch gesagt, eine ganz andere Stilrichtung. Und da muss man für sich selber entscheiden, kann ich da mitmachen, bin ich da auch gefragt, oder kehre ich da nicht mehr dazu, oder mache ich überhaupt genau das Gegenteil. Weil das wird auch wieder kommen, das ist wie bei der Mode. Es hat Glockenhosen gegeben, Stulpenhosen, hoher Kragen, Stehkragen, und jetzt wird die Mode wieder was anderes. Es hat Rädelhosen gegeben, spitzte Schuhe, hohe Schuhe. Und so ist es in der Musik auch. Man weiß nicht, was übermorgen wieder kommt. Und darum habe ich gern Produktionen und den Weg gehe ich halt, weil ich ja weitermache natürlich, mit Aussagen, also Messages, die Sinn machen. Und da ist natürlich am meisten gefragt, aktuell ist halt die Natur, Umwelt, Klima. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und da habe ich einiges laufen und das macht mir einen Spaß und da kann ich auch Leute begeistern, weil ich selber daran glaube. Es ist halt unser Leben und du kannst nicht immer auf der Sonnenseite mischen. Fleißig sein, arbeiten, Ideen entwickeln, das ist das Um und Auf. Und ich, wie gesagt, ich habe mir die Lobby halt gesucht, die mich weiter transportiert. Und da habe ich jetzt seit Neuestem gewonnen, das habe ich erst vor 2 Wochen fixiert, die Ökolog-Schulen. Das sind Schulklassen in ganz Österreich, ein gewaltiges System, die sich ausschließlich mit Natur, Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima in den Unterrichtsstunden beschäftigen. Und die zahle ich mit nächstes Jahr bei meinem Weltrekord. Bei denen gebe ich den Text zum Bearbeiten, zeichnet ein Cover, macht ein Video draus, singt mit oder bringt neue Ideen ein. Und das finde ich spannend.